abenteuerliche Erfahrungen im Regenwald oder Grundlage für eine gescheiterte Existenz. Seit 6 Monaten ein Leben in einem Haus ohne Wände. Wie es dazu gekommen ist, erzählen wir dir jetzt. Als wir unser Grundstück gekauft haben, da war hier eigentlich noch gar nichts. Der Vorbesitzer hat hier, sag ich mal, ein bisschen weit weg gemacht und ein bisschen Bananen angepflanzt und so haben wir das Grundstück übernommen. Und wir sind am Anfang immer aus der Stadt mit unserem Fahrzeug hier früh hin, haben dann Baumaterialien mitgenommen, ein Mittagessen eingepackt und haben dann bis zum Abend gearbeitet, wenn das Wetter das zugelassen hat. Und sind bei besten Bedingungen dann abends wieder zurückgefahren. Und übrigens, wir sind nicht in Deutschland. Wir leben seit 2019 in Peru und haben hier andere klimatische Bedingungen. Wir leben in der Nähe von Tarapoto, einer kleinen Gemeinschaft von Peruanern und einigen Zugezogenen. Uns war von Anfang an klar, dass wir nicht lange in der Stadt zur Miete wohnen wollen. Diesbezüglich wollten wir relativ schnell daraus und wollten schnell auf unserem eigenen Grundstück wohnen. Deshalb haben wir dann uns entschlossen, auf unserem Grundstück anzufangen, die ersten Schritte einzuleiten. Wie gerade erwähnt, sind wir in Peru mit einem tropischen Klima, was das Wachstum der Pflanzen stark begünstigt. Deswegen war es erstmal erforderlich, mehr frei zu machen und auch diese Stellen frei zu halten. Wir haben uns also nun dazu entschlossen, wenn es geht, jeden Tag zu unserem Grundstück zu fahren, um die ersten Schritte einzuleiten. Dazu gehört, dass wir zum Beispiel einen Unterstand errichten, um unser Material in Trockenen haben zu können, wenn es zum Beispiel am Tag zwischendurch regnet. In der Umsetzung kam dann immer mehr das Klima, was mit einwirkte. Und zwar sind wir ja, wie gesagt, im Regenwald und die Regenfälle haben halt auch begünstigt, dass wir nicht nur Schutz suchen wollten, sondern auch, dass die Straßenverhältnisse zu unserem Grundstück zum Teil unbefahrbar wurden. Manchmal haben wir dann Hauruck-Aktionen gestartet und sind bei dem ersten Regen oder den annähernden Gewitterwolken, sich annähernden Wolken oder Regenwolken. Dankeschön, sind wir dann ganz schnell nach Hause gefahren, was auch immer mit Risiko einherging. Und in dem Bauprozess hat dann, also von dem Unterstand, hat dann mein Mann irgendwann gesagt, warum wollen wir nicht da drin wohnen? Ich baue da oben so eine Ebene, wo wir dann schlafen können und dann wohnen wir doch erstmal so unter diesen Bedingungen, damit wir vor Ort sind. Genau, und zwar das, was meine Frau gerade geschildert hat, war nicht jetzt eine Sache von ein paar Tagen. Das hat sich dann schon Wochen hingezogen, weil dann waren wirklich zwischendrin 2-3 Tage Regen und das war dann noch Ende der Regenzeit. Und diese erwähnte Straße, was sie gerade gesagt hat, ist ein Erdweg aus Lehm, teilweise mit Stein und geht fast die ganze Zeit bergaufwärts. Da gibt es auch ein Video dazu, falls es jemand interessiert, das kann ich da verlinken. Da sind wir mit unserem Fahrzeug stecken geblieben. Das war die erste Fahrt bei so einem Wetter, demzufolge auch ziemlich unbeholfen, keine Erfahrung auf dieser Straße. Mittlerweile haben wir das anders gelöst. Und aus diesem Grund kamen wir dann, ich glaube schon während der Vorbereitung für dieses Gebäude, schon während der Erdarbeiten, da hat noch kein Pfosten gestanden, während der Erdarbeiten kam mir dann der Gedanke oder der Impuls von innen heraus, ohne groß drüber nachzudenken, lass uns doch hier sein. Wieso lange warten? Wieso warten, bis wir jetzt dann wirklich das perfekte Haus bauen, um da drin zu wohnen, was dann gegebenenfalls unter schlechten Konditionen, unter schlechten Bedingungen Monate dauern würde. Dazu möchte ich noch sagen, dass wir fast alles selber machen auf unserem Grundstück oder was unser Leben angeht. Also die handwerklichen Tätigkeiten zum Großteil ich, wobei das auch nicht ganz korrekt ist. Meine Frau hat auch mitgeholfen viel. Sie hat zum Beispiel die Dusche allein gebaut und dadurch dauern halt viele Prozesse einfach länger, als wenn wir jetzt zum Beispiel eine Firma beauftragen, die für uns eine Fläche schafft und ein Haus hinbaut. Als mein Mann mir dann mitteilte, welche grandiose Idee er hat, war ich erstmal ein bisschen in mich versunken, um darüber zu prozessieren, ob das passend ist. Denn ich hatte mich ja eigentlich darauf vorbereitet, dass das ein Unterstand wird und da können wir dann unser Fahrzeug unterstellen, da können wir dann Baumaterialien unterlagern und dann fängt das Abenteuer Hausbau an. Und
Das Ganze war ein Prozess, hat ein bisschen Zeit gedauert, bis ich mich da entschieden habe. Ja, und ausschlaggebend für mein Ja war dann wirklich der ständige Ablauf, hier auf das Grundstück zu kommen. Also ihr könnt euch das so vorstellen, dass wir früh aufgestanden sind, die Dinge vorbereitet haben, was man halt alles so braucht, wenn wir als ganze Familie fahren, dass die beiden Kinder dabei sind, dann hat man sowas wie Spielsachen dabei, Wechselkleidung, Trinken, Essen, das alles einpacken. Unser Hund ist mitgekommen, dann alles in das Fahrzeug einladen. Manchmal war dann auf dem Weg schon die Bewölkung oder der Regen näherte sich an, dann hat man alles wieder abgeblasen und alles wieder ausgepackt, aber im besten Fall, ja, haben wir dann alles eingepackt, sind dann hochgefahren. Im besten Fall kam keine Gewitterwolke, dass wir gleich wieder nach Hause sind, sondern haben dann auch relativ lange verbleiben können und dann wieder runter zu unserer Mietsituation, was bergab weiter liegt unten. Und dann wieder alles ausräumen, schmutzige Wäsche waschen, aufhängen. Und es hat so viel Zeit in Anspruch genommen. Und das war dann ja, wir wollten das ja möglichst oft, am besten jeden Tag zum Grundstück. Und da habe ich mir irgendwann gesagt, nee, also dann freunde ich mich doch eher damit an. Ich sage, schaffen wir eine gute Ebene, wo wir schlafen können. Ich möchte insektensicher schlafen können, witterungssicher schlafen können und dann können wir das machen, habe ich gesagt. Als wir dann diese Entscheidung getroffen hatten, haben wir uns dann logistisch Gedanken gemacht, wie wir es umsetzen können. Weil, als wir das Grundstück gekauft haben, war weder Leitungswasser noch Strom vorhanden. Deswegen sind synchron zu dem Bau dieses Gebäudes auch gleichzeitig diese Projekte mit parallel abgelaufen. Sprich, die Wasserversorgung, das war auch unser Glück, weil in dem Dorf, zu dem wir gehören oder wo wir angehörig sind, war da gerade die Entscheidung getroffen war, Leitungswasser von einer höher gelegenen Bachstelle zum Dorf hinzulegen. Und gleichzeitig bis zu unserem Grundstück. Eigentlich sogar noch ein Stück weiter, weil noch ein anderer Nachbar von uns, der von uns aus nochmal 500 Meter etwa entfernt wohnt, auch diese Leitung zu sich haben wollte. Und das war für uns auch eine Kaufentscheidung mit für dieses Grundstück, weil uns der Vorbesitzer davon erzählt hat und in diese Sache involviert hat. Wir haben auch einen Bach an unserem Grundstück, an der Grenze. Allerdings kann es sein, dass es in der Trockenzeit dazu kommt, dass der fast austrocknet bzw. nur ganz wenig Wasser trägt. Das ist letztes Jahr passiert, das erste Mal seit vielen Jahren. Trotzdem war es für uns als Sicherheit, als Ausweichoption eben dieses Leitungswasser für den Beginn deutlich komfortabler, weil wir somit direkt jetzt, seitdem wir hier wohnen, in dem Haus, das Wasser bis zum Haus haben oder beziehungsweise im Haus. Ich sage immer Haus, es ist für mich ist es ein Haus, ich sage Haus dazu, auch wenn es keine Wände hat. Also Wasser war dann installiert und es wurde schon komfortabler abzuwaschen oder den alltäglichen Bedarf, den man halt hat und decken möchte mit Wasser, zu erledigen. Und was mir dann auch wichtig war, war die Stromversorgung. Denn ich habe aus der Vergangenheit von unserem gemeinsamen Leben auch in Peru und Paraguay gelernt, was mir sehr wichtig ist. Und das ist ein Kühlschrank. Denn die Temperaturen, die hier tagtäglich sind, tagsüber wie nass, begünstigen schnell den Verfall von der Biomasse und das Essen wird ganz schnell schlecht. Und somit war das Thema dann auf den Tisch, wie wir hier Strom bekommen. Unser Grundstück diesmal hat keinen öffentlichen Zugang zum öffentlichen Stromnetz und somit hieß es, das in Eigenregie zu verantworten. Und weil ich meine Frau sehr liebe und die Bedingungen vorher schon kannte, das hätten wir vorher erwähnen sollen, sie hat gesagt, sie zieht mit in dieses Gebäude, wie sie schon erwähnt hat, wenn diese geschützte Schlaffläche geboten ist und innerhalb von 2 Wochen Strom. Sie sagt, 2 Wochen kann sie auf Strom verzichten. Das geht, weil wir haben auch schon so ähnlich gelebt eine Zeit lang, allerdings nicht monatelang. Es hat dann doch ein bisschen länger gedauert, weil eben, als wir hier eingezogen sind, einige Dinge entstanden sind. Ich sag mal, nicht Probleme, sich einige Punkte aufgegeben haben, die wir vorher nicht bedacht haben, weil wir ja nicht hier gelebt haben. Zum Beispiel, wenn es regnet, was passiert dann oder was passiert unter anderen Bedingungen, dass es sich dann eben etwas verzögert hat. Nichtsdestotrotz haben wir seit diesem Zeitpunkt unsere eigene Solaranlage, eine wirklich klein dimensionierte, so berechnet, dass sie für den Kühlschrank ausreichend ist, wenn es einem vielleicht einmal ein paar Tage nicht so die Sonne scheint, wenn es sehr bewölkt ist.
Und das ist schon ein großer Schritt in ein komfortableres Leben. Es geht bestimmt auch ohne Strom zu leben. Allerdings ist es für uns schon wichtig, eben für eine gesunde Ernährung, auch für teilweise handwerkliche Tätigkeiten, wenn man auf dieses Thema Strom zurückgreifen kann, auch wenn man es vielleicht nicht unbedingt müsste. Wir haben dann hier gelebt, wir haben dann also Wasser gehabt, wir haben dann Strom gehabt und trotzdem konnten wir die Wende noch nicht beginnen, weil wir einfach noch Erdarbeiten machen mussten. Es lief ständig Wasser ins Haus. Dann haben wir Probleme mit dem Wasser gehabt, dass das Wasser zwischendurch wieder weg war. Dann gibt es hier sogenannte Fainas und Reunions, wo man mit den Nachbarn zusammenkommt. Und der Alltag hat uns dann einfach eingeholt. Wir haben jetzt zwar immer noch keine Wände, aber wir haben jetzt Strom und wir haben jetzt eine Wasserleitung. Zum immerhin das erste Mal, dass ich wirklich abwaschen kann, mit Druckwasser und Abwasser habe. Und einen Vollwaschautomaten. Also für mich schon eine kleine Premiere. Aber das mit den Wänden, das war irgendwie noch gar kein Thema, weil wir erstmal noch weiter unser Haus vor den ganzen Regenfällen schützen wollten. Und deswegen haben wir dann angefangen, unser Dach zu vergrößern. Wir haben nach vorne hin noch mehr Regenschutz. Und gleichzeitig haben wir auch für das Spülbecken auch nochmal seitlich angebaut. Und Erdarbeiten, die immer wieder nachträglich noch vollzogen wurden. An sich fehlt eigentlich noch eine richtig gute Drainage ums Haus, aber jetzt gab es immer zeitweise ein paar Ecken, wo Sebastian dann angefangen hat zu arbeiten mit der Erde, um dafür zu sorgen, dass unser Fußboden nicht immer komplett voll Wasser läuft. Und somit gab es immer Schritt für Schritt Dinge, die priorisiert wurden von uns. Gleichzeitig die Grundstückspflege, weil wir haben diesmal eine sehr nasse Trockenzeit gehabt und dann wächst natürlich die ganze Fauna, Flora, das wächst natürlich alles viel schneller und somit sind die Grundstückspflege natürlich auch wichtig mit einzuhalten. Unser Vorbesitzer hatte schon Bananen, die wollen dann natürlich freigehalten werden, dass sie nicht einwachsen. Dann müssen sie abgestützt werden, sonst fällt die um. Dazu haben wir auch ein Video gemacht. Und unser Fahrzeug muss gewartet werden. Nachbarshilfe, Feuerholz, weil wir ja bislang noch mit Holz oder auch zukünftig mit Holz heizen. Es hat sich immer irgendwas ergeben, was priorisiert wurde. Du hast Heizen gesagt. Ja. Kochen. Heizen brauchen wir nicht, ist warm genug. Auf jeden Fall gab es immer irgendwas, was vor den Wänden kam. Mein Schatz, was du vergessen hast zu sagen, du hast etwa 5 Monate lang aus einem Eimer abgewaschen. Ich habe dir dabei geholfen, indem ich das Wasser, diese 7 Meter, etwa zu dem Eimer eingetragen habe, wenn ich denn da war. Ansonsten hat sie manchmal geschimpft, gerade wenn es geregnet hat. Etwas mehr Abwasch da war. Es sind einfach nicht optimale Bedingungen. Und jetzt sind wir schon, dadurch, dass wir das Spülbecken haben, wie sie gerade gesagt hat, das ist schon für uns echt ein Komfort. Somit sind jetzt ca. 6 Monate ohne Wände. Und jetzt kommt der Punkt, wo wir Holz haben, was an die Wände kann. Und ich möchte mit euch die positiven Vorzüge teilen, die ich in dieser Zeit erfahren habe, so offen mit der Natur zu leben. Ein ganz großer Vorteil ist wirklich die Luftzirkulation, die Temperatur in diesem Haus. Denn in Aurillaco hatten wir ein Holzhaus und ich weiß, dass wir mittags immer den Ventilator drin laufen hatten, weil es unangenehm warm und die Luft sehr stehend war. Und das ist halt hier gar nicht der Fall. Also der Erdboden gibt die ganze Zeit Kühle ab. Unsere Tiere legen sich auch explizit auf den nackten Erdboden mit, besonders um die Mittagszeit, um Kühle zu bekommen. Und wenn die Sonne draußen ihren Höhepunkt zum Zenit erreicht, ist das hier trotzdem sehr kühl drin. Also angenehm, wirklich total angenehm. Ich finde es auch total schön, so nah in Kontakt mit der Natur zu sein. Also wir haben eigentlich immer einen Blick ins Grüne, was total, besonders für das Nervensystem, so eine dauerhafte Entlastung ist von dem ganzen Stress im Alltag oder sowas. Es beruhigt wirklich einfach in die Natur hineinschauen zu können. Und dann gibt es natürlich so Highlights, wie dass ich beim Abwaschen die kleinen Affen im Baum beim Nachbarn rumhüpfen sehe, ja, dass der Kolibri uns begrüßt. Und ich liebe es auch, das Himmelszelt zu beobachten. Nicht nur in der Nacht die funkelnden Sterne, sondern auch tagsüber. Ich
in geschlossenen Gebäuden komme ich gar nicht so dazu, den Himmel so zu beobachten. Und es gibt mir irgendwie ein Gefühl mit Verbundenheit, so im Großen und Ganzen mit der Natur verbunden zu sein, mit dem Zyklen. Ja, also sonst weiß ich immer gar nicht, wie der Mond stand oder so, wenn wir in so einem geschlossenen Gebäude sind. Und jetzt weiß ich immer, wann Vollmond ist, wann zunehmender Mond ist, abnehmender Mond. Und auch so, wenn jetzt ein Gewitter oder so kommt, da kommen wir dann auch gleich zu Nachteilen, aber an sich, es sieht total schön aus. Es sieht wirklich richtig beeindruckend und atemberaubend aus, wenn man die Gelegenheit hat, so viel von der Natur eigentlich mitzubekommen. Ein weiterer Vorteil, den wir beide und unsere Kinder auch sehr schätzen bei einem Haus ohne Wände, ist der, dass du an fast allen Seiten einfach raus und reingehen kannst, wie du möchtest. Also dadurch, dass ja keine Begrenzung da ist, außer halt durch Dinge, die da stehen bei uns, was mehr Raum eingenommen hat über die Zeit. Allerdings am Anfang waren mehr Flächen offen, also wo auch keine Dinge standen, wo es wirklich wundervoll war, dann einfach eintreten zu können, wo man möchte. Zum anderen, wenn unser Nachbar kommt, das hören und sehen wir ziemlich schnell, dass da jemand zu uns kommt, der braucht nicht erst an die Tür klopfen. Und das ist auch teilweise ganz angenehm, weil man da schon in Anführungsstrichen vorgewarnt wird. Das, was meine Frau gerade angesprochen hat, genieße ich sehr. Und das Thema mit dem Mond, das hat mich in Deutschland, die Zeit, als wir jetzt nochmal das Jahr in Deutschland waren, und auch jetzt die Zeit, als wir dann zur Miete gewohnt haben, in San Roque, in einem geschlossenen Steinhaus, schon auch gestört. Ich sag mal, ich hätte zwar rausgehen können, klar, habe ich auch gemacht zum Teil. Allerdings ist es erst anders, wenn ich da aus unserem Bett rausschaue und die Sterne sehe. Den Mond aus der Position nicht, weil das in die falsche Richtung zeigt. Oder wenn ich halt abends oder früh rausgehe und mir den Himmel anschauen kann. Und klar, rausgehen kann man auch in einem Haus, was Tür und Fenster hat. Trotzdem, es ist ein Leben mit der Natur, in der Natur. Nicht nur teilweise, sondern permanent. Was auch eine Begünstigung war, dass wir immer noch keine Wände haben, war der Punkt, kurz nachdem wir hier eingezogen sind, begann dann immer mehr so die Trockenzeit. Wobei die dieses Jahr trotzdem recht feucht ist, mit mehreren Tagen ohne Regen. Und dann ist es halt einfach so, dass andere Dinge mehr im Fokus standen und das Thema mit den Wänden bezüglich des Wetters immer mehr so nach hinten gerückt ist. Ach ja, ist ja gerade ganz angenehm, ist ja ganz viel Sonne, ist doch toll. In letzter Zeit gab es jedenfalls doch ab und zu dann wieder mal stärkere Regenfälle und auch Gewitter. Und das ist dann immer so wieder das Erinnerungszeichen. Ja, jetzt kommt mal langsam in die Gänge, macht mal was. Wir haben vor ein paar Tagen, beziehungsweise jetzt schon Wochen, von einem unserer etwas weiter entfernten Nachbarn ein paar Bäume abkaufen können, die schon gefällt waren, weil er ein Stück freigemacht hat. Und ich habe dann mit unserem Nachbarn, dazu wird es auch demnächst ein Video geben, dann diese Bäume zurechtgesägt und hier zu uns zum Grundstück gebracht. Und jetzt bin ich gerade dabei, also jetzt in diesen Tagen, diese Blöcke zu Brettern zu sägen. Und dann wird es jetzt immer noch eine gewisse Weile dauern. Es ist nicht so, dass die jetzt sofort dran sind, weil dann sollte noch etwas Vorbereitung getroffen werden. Allerdings ist jetzt abzusehen, dass wir dann bis zur Regenzeit die Wände geschlossen haben. So schön es auch ist, so nah mit der Natur im Einklang leben zu können, dadurch, dass wir keine Wände haben, bringt es natürlich auch Nachteile mit sich. Wir haben im Haus oft Insekten, wie relativ viele gelbe kleine Bienchen, die uns mal piesacken und ärgern. Mücken zu Dämmerungszeiten, aber die finde ich, muss ich sagen, weniger schlimm. Und natürlich, wenn das Wetter ein bisschen strenger, derber wird und dann Unwetter kommt oder starker Wind mit Regen und das so peitschend ist, das fegt bei uns natürlich komplett durchs ganze Haus. Dann fliegen hier Sachen weg und Dinge werden nass, die eigentlich trocken bleiben sollen. Und das soll natürlich nicht auf Dauer so bleiben. Das ärgert mich dann schon. Ja, und selbst wenn jetzt mehrere Tage lang nur die Sonne scheint, aber der Wind hier doch trotzdem durchfegt, wirbelt der kleine Partikel auf. Ja? Ich würde es nicht wie Staub in Deutschland benennen, sondern es sind wirklich Sandpartikelchen, Holzpartikelchen. Und in meinem offenen Regal, also wenn es hier um Sauberkeit geht, müsste ich eigentlich jeden Tag mindestens 2-mal putzen. Hier rieselt und lebt alles mit uns irgendwie. Ja, entweder man mag es oder man mag es nicht. Es ist schon eine sehr spezielle Art. Übrigens, was nicht ganz 100% korrekt ist, weil wir immer sagen, wir leben ohne Wände. Man sieht jetzt, oder ich habe es eher schon gezeigt, dass ein Teil einer Wand zu etwa 2/3
an der Längsseite mit Wellblech zugemacht ist. Und zwar haben wir das nach ein paar Wochen gemacht, weil das mehr Sichtschutz zur Straße hin bietet und die Dinge, die in dem Regal stehen, nicht hinten rausfallen können. Das war dann die schnelle Lösung mit diesem Wellblech, allerdings nicht sehr ästhetisch und auch nicht unbedingt diebstahlsicher. Allerdings war das noch übrig und das war schnell umgesetzt. Wo wir gerade beim Thema Diebstahl sind. Wir haben unser Haus, seitdem wir hier wohnen, erst einmal alle verlassen. Weil es einfach zu verlockend ist, dass jemand herkommt und einfach Dinge mitnimmt. Weil die ja überhaupt gar keinen Schutz genießen. Wir haben dann zwar, auch damals schon, als wir gebaut haben und ein paar Werkzeuge hier gelassen haben, die mit einer Kette festgemacht. Allerdings ist jetzt alles von unserem Hab und Gut hier, so viele Ketten haben wir nicht und es lässt sich auch nicht alles anketten. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Deswegen, das ist natürlich eine Einschränkung und wie wir finden, ein großer Nachteil dessen, wenn man jetzt dauerhaft so leben will und hat gewisse Wertgegenstände und sein Hab und Gut in diesem Gebäude. Und das ist eigentlich der Punkt, der jetzt am meisten Druck macht. Da wir ein halbes Jahr das Grundstück nicht wirklich zusammen verlassen können und irgendwas als Familie unternehmen können, abseits vom Grundstück, möchte ich endlich, dass die Wände drankommen. Wenn ihr allerdings zum Beispiel alleine unterwegs seid und ihr habt jetzt einen sogenannten Unterstand und lebt dort, weil gerade das ist, was finanziell, baulich möglich ist für euch, kann ich euch Mut machen, man kann so definitiv leben. Wir haben das jetzt ein halbes Jahr ausprobiert und wenn wir vielleicht ohne Kinder wären und manche Dinge, sag ich mal, einfacher geregelt sind zwischen uns und dass wir das nicht mal alles zu viert regeln, dann hätte ich vielleicht sogar noch länger so gewohnt. Könnte ich mir vorstellen. Im Prinzip sind wir in eine Baustelle eingezogen. Das war uns von Anfang an bewusst, weil selbst wenn wir jetzt die Wände dran haben, selbst wenn die Wände geschlossen sein sollten oder wenn sie geschlossen sind, das klingt besser, dann gibt es immer noch viele Dinge, die zu optimieren sind, wie zum Beispiel der Fußboden. Wie in dem anderen Video zu sehen, wir haben ein Grundstück, was am Hang liegt und deswegen haben wir an der nach oben gehenden Seite etwas abgegraben, Erde und Lehm, und haben dies auf die nach unten gehende Seite vom Grundstück aus aufgeschüttet, damit wir diese Fläche für das Haus mehr oder weniger gerade hinbekommen. Allerdings haben wir das nicht verdichtet, weil wir also nur mit Stein, Holzflöckern, einer Spitzhacke, einer Schaufel und einer Schubkarre haben wir das Ganze gemacht. Und um noch mal kurz den Bogen zu spannen, es sollte am Anfang nur ein Unterstand werden, um das Fahrzeug unterzustellen, beziehungsweise Baumaterial zu lagern oder mal sich trocken aufhalten zu können oder Schatten zu haben, wenn wir hier bauen. Dafür völlig ausreichend, zumindest nach unserem Denken damals und auch denke ich jetzt immer noch so. Allerdings jetzt als Wohnsituation etwas komplizierter, weil der Boden, dadurch, dass es jetzt trockener ist, teilweise starke Risse bekommt und abbröselt, wegbröselt. Und wenn man da drüber läuft, rutscht man teilweise auf diesen lockeren Stellen dann aus. Beziehungsweise wenn es dann nass wird, wird es dann so ein bisschen rutschig. Und unsere Tiere fangen ja drin an zu graben zum Teil. Und ja, es ist einfach nicht das, was wir uns vorstellen. Man kann das nicht gut sauber halten. Ja, der Boden war, wie mein Mann sagte, ja eigentlich für den Unterstand geplant. Und jetzt im Alltag merken wir jedoch, dass das unpraktikabel ist. Er bröckelt an jeder Ecke weg. Sebastian kann euch dann so ein Bild zeigen von so großen Schollen, die da jetzt wegbröseln. Wir rutschen aus. Unsere Katzen haben am Anfang es als Toilette benutzt. Unser Hund gräbt hier drin. Ich kann es auch nicht wirklich sauber halten. Wir haben damals auf unserem ersten Grundstück in Peru in einem Palmblatthaus gewohnt. Da gab es auch einen Erdfußboden. Der war aber immerhin zu fegen. Also ich weiß, dass man einen Erdfußboden mit Schaffenskraft und gewissen Vorangehensweisen ordentlich gestalten kann. Wir wollten, wie gesagt, einen Unterstand bauen und deswegen ist der Boden jetzt, wie er ist. In Zukunft soll das natürlich noch geändert werden. Ja, genau. Man könnte das anders machen, wenn wir mehr Zeit hätten und den Fokus darauf gelegt hätten, es als Wohnraum zu nutzen. Allerdings, wir hatten es ja schon erwähnt gehabt, wir wollten aus dieser Mietsituation schnell raus und haben deswegen bewusst und aus freien Stücken, ohne Druck von außen, uns dafür entschieden, in eine Baustelle und in ein noch nicht fertiggestelltes Gebäude einzuziehen und daran zu wohnen. Also das ist nochmal ganz klar zu sagen, das ist aus freien Stücken entstanden, kein Druck von außen, keine finanzielle Notsituation, dass wir jetzt sagen, wir mussten jetzt unbedingt da ausziehen, weil wir nicht mehr hätten die Miete bezahlen können. Das war aus freien Stücken heraus entstanden. Einfach auch mit aus dem Grund,
unserer Meinung geht es danach im Leben, geht es darum, im Leben Erfahrung zu machen. Und da können so viele Menschen sagen, die uns jetzt folgen, das ist zum Scheitern verurteilt oder sowas macht man doch nicht, wie könnt ihr sowas noch tun? Diese Erfahrung, die wir jetzt machen, die kann uns niemand geben, außer wir machen sie selbst. Und ob diese dann als gut oder schlecht bewertet wird, das liegt ja im Sichtpunkt jeden Einzelnen. Und also wir möchten diese Erfahrung, also ich kann nur für mich sprechen, ich denke, meine Familie sieht es genauso, keinesfalls missen, weil das ist eine Erfahrung, die uns wirklich, ich sag mal, auf unserem Sterbebett vielleicht zurückerinnern lässt, wie es dann auch möglich ist zu leben. Also, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann tut es spätestens jetzt, weil in Zukunft soll sich hier natürlich noch einiges ändern. Ich möchte nicht diesen bröckeligen Erdfußboden für die Ewigkeit haben. Ja, ich möchte, dass der Boden hier auch noch gemacht wird. Wir möchten einiges noch anpflanzen, da sind wir zeitlich jetzt auch gerade hinterher. Mein Mann träumt von einem Fruchtwald und wir möchten auch noch ein Mietshaus hier schaffen, in einem bestimmten Baustil. Also es soll hier noch einiges passieren und für dieses Jahr sind meine Wünsche, für dieses Jahr beziehungsweise sagen wir mal diese kommende Regenzeit, dass wirklich diese Wände an unserem Haus sind, dass weitere Drainagenarbeit passiert, weil hier läuft mir immer noch viel zu viel Wasser in unser Haus hinein. Gleichzeitig müssen auch noch Dinge getan werden, wie das Bearbeiten, Imprägnieren von Holz, sonst haben wir nämlich auch Holzwürmer im Haus und Termiten. Unser Dach klappert die ganze Zeit, mein Mann muss demnächst noch auf die Leiter, der hat einen Nagel zu wenig reingeschlagen. Was erwartet dich, wenn du unserem Kanal folgst? Wir werden weiterhin zeigen, wie wir dieses Haus und zukünftige Gebäude bauen werden. Zum anderen möchten wir dir zeigen, wie unser Fruchtwald entsteht unter Permakultur-Aspekten, wie wir hier leben, Wissen über Pflanzen vermitteln. Das sind so die Aspekte, die wir mit unserem Kanal vermitteln wollen, um anderen Menschen zu zeigen, dass es auch ein Leben abseits von dem gibt, was ihr vielleicht gerade führt. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und ihr habt jetzt einen guten Eindruck bekommen, warum und wie wir hier leben. Und teilt es uns mit, würdet ihr so leben oder in eine ähnliche Wohnsituation ziehen? Gerne schreibt es uns in die Kommentare, auch Anregungen oder Videowünsche könnt ihr alles in die Kommentare schreiben. Kontaktinformationen findet ihr in der Videobeschreibung. Und damit wünschen wir euch noch einen schönen Tag und ein schönes Leben. Bis bald. Tschüss.